Heute nähen wir dieses schlichte, aber super coole Top. Das Schnittmuster dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und ich zeige euch heute, wie ihr so ein cooles, einfaches Basic Tanktop nähen könnt. Es ist gar nicht schwer, liegt aber absolut im Trend. Wir benutzen beispielsweise einen Baumwollrippstoff, der hat dann halt diese schöne Streifenoptik, die sich auch hier in der Bündchenverarbeitung wiederfindet. Ihr braucht keine Erfahrung im Nähen, um dieses Top zu meistern. Bleibt einfach direkt dran, macht mit, wie ich es vormache, wiederholt so oft ihr mögt, pausiert auch zwischendurch, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster könnt ihr euch direkt als PDF-Download runterladen, Link in der Beschreibung, oder ihr lasst es euch als Papierschnittmuster zuschicken. Und wenn ihr genau die Originalmaterialien nutzen möchtet, die wir auch hier zum Beispiel im Tutorial zeigen oder ihr auf den Modelbildern immer mal so seht, dann lasst euch einfach das DIY-Set zuschicken, denn da ist alles drin, was ihr braucht, von uns approved und genau in der richtigen Menge und in super guter Qualität. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal als nächstes, was es alles braucht. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch auch super gerne dieses Video und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Also, ganz viel Spaß! Wir benötigen also unser Schnittmuster, einen Oberstoff, unserer hat hier sehr wenig dehnbaren Anteil, ein farblich passendes Nähgarn, eine Jersey-Nähmaschinennadel und wenn ihr möchtet auch noch das Stoffetikett. Nachdem ihr euren Stoff dann gewaschen und getrocknet habt oder ihn zumindest einmal heiß abgebügelt habt, denn er soll uns nicht mehr einlaufen nach dem Zuschneiden, könnt ihr ihn einmal vor euch hinlegen, wie ihr es auch auf eurem Schnittbild seht. Je nach Streifen, falls ihr so einen Rippstoff auch habt wie wir, sollten die Streifen dann genau im Fadenlauf liegen. Das heißt, ich falte mir den jetzt einmal so, dass meine Streifen hier längs verlaufen und das genau wird auch der Fadenlauf. Dann lege ich mir nach und nach alle meine Schnittteile auf den Stoff, genau in der Größe, die ich möchte, habe ich diese Schnittteile jetzt zugeschnitten und auch die sollen alle genau richtig im Fadenlauf liegen. Das heißt, ihr orientiert euch jetzt bitte immer an dem Fadenlauf-Pfeil auf den einzelnen Schnittteilen, legt die Teile dann genau so auf den Stoff, dass sie, wenn sie im Bruch zugeschnitten müssen, im Stoffbruch liegen und wenn nicht, dann liegen sie nicht im Stoffbruch. Orientiert euch also genau an der Beschriftung der einzelnen Schnittteile, steckt die Schnittteile ringsrum fest, schneidet sie zu, alle Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten und dann solltet ihr alle Schnittteile bitte so oft haben, wie es genau darauf steht. Danach markieren wir noch alle Knipse, denn die dienen uns später als Orientierungspunkte beim Nähen. Also all diese kleinen Querzeichen schneiden wir mit unserer Scherenspitze ein und zwar nur so 2-3 mm tief, nur so, dass wir sie später wiederfinden. Schneidet bitte nicht tiefer ein und markiert jetzt nach und nach alle diese Knipse. Als erstes wollen wir dann unsere Schulternähte und die Seitennähte zusammennähen. Dafür legen wir uns unser Vorderteil und unser Rückteil rechts aufeinander, sodass die Schulter- und Seitennähte genau miteinander abschließen. Und dann stecken wir uns unsere Seitennähte, also rechts und links, sowie unsere beiden Schulternähte mit ein paar Stecknadeln aufeinander. Und genau diese gesteckten Strecken werden wir jetzt nähen mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Fädelt jetzt bitte euer Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein. Wer dazu Hilfe braucht, schaut bitte noch einmal unser Grundlagentutorial fürs Nähen an der Nähmaschine und wählt super gerne einen Stretch-Stich. Der sieht zum Beispiel so aus, mit einer Stichlänge von 2,5. Die geraden Nähte könnt ihr aber auch super gerne mit einer Overlock-Maschine schließen. Ich zeige euch das auf jeden Fall heute bei einer ganz normalen Haushaltsnähmaschine, denn es ist absolut machbar. Und nähe jetzt also als erstes meine beiden Schulternähte und meine beiden Seitennähte zusammen. Ich verriegel ganz am Anfang, nähe dann möglichst gerade mit einem Abstand von 1 cm zu meiner Stoffkante und verriegel dann auch wieder am Ende der Naht. Wenn ihr einen Stretch-Stich gewählt habt, dann nicht wundern, der dauert etwas länger, da er wie in einer Zickzacklinie hin und her näht. Und dann mache ich das gleiche auch noch bei meiner Schulternaht. Hier wird direkt verriegelt am Anfang. Dann nähe ich rüber, die Naht ist nur sehr kurz und ich verriegel schon wieder, hebe dann meine Nadel und den Nähfuß und schneide alles ab. Dann wird gebügelt. Ich bügele meine Naht, die ich gerade gefertigt habe, erst einmal platt und glatt. Dann lege ich mir meine Nahtzugaben auseinander und bügele sie einmal nach rechts und nach links,
sodass sie von der rechten Seite dann nämlich ganz glatt sind. Wenn ihr diese Naht aber jetzt mit einer Overlock genäht habt, dann bügelt sie bitte einfach nur in Richtung des Vorderteils, denn dann hängen sie ja jetzt schon zusammen. Dann kann abschließend noch einmal von der rechten Stoffseite gebügelt werden, um diese Naht zu vervollständigen. Das Bügeln besteht also immer aus 3 Schritten und genauso macht ihr das jetzt bitte auch noch auf der anderen Seite und bei euren Schulternähten. Dann bereiten wir unsere Belege vor, sowohl für das Halsloch als auch für die Armlöcher. Da habt ihr verschiedene lange Streifen und die faltet ihr bitte einmal entlang der langen Seite rechts auf rechts und steckt die kurzen Seiten so zusammen, denn die nähen wir jetzt ebenfalls. Wenn alle kurzen Strecken geschlossen sind, dann gehen wir wieder wie folgt vor. Wir bügeln die Nahtzugaben auseinander, sodass sie schön platt liegen, drehen uns das Ganze dann einmal um und bügeln sie auch noch von der rechten Stoffseite. Dann möchten wir alle Belege einmal entlang der langen Seite falten, sodass die langen Seiten aufeinander liegen und einen scharfen Bruch entlang der umgeklappten Kante bügeln. Bereitet das bitte jetzt ringsherum vor bei all euren Belegen für das Halsloch und für die Armlöcher. Dann fange ich jetzt mit dem Halslochbeleg an und ich lege mir jetzt als erstes mein Oberteil so vor mich hin, dass die hintere Seite, also mein Rückteil, oben liegt. Und ich werde jetzt meinen Halslochbeleg in das Halsloch stecken. Dabei will ich, dass die Naht von unserem Beleg genau in der hinteren Mitte liegt und die stecke ich mir jetzt als erstes fest. Ich stecke mir hier eine Quernadel, gucke dann, wo die andere Hälfte von meinem Beleg ist und die soll genau auf die vordere Mitte gesteckt werden. Guckt bitte, dass sich die Teile jetzt nicht verdrehen und ich werde jetzt auch hier eine Lage von meinem Beleg auf meine vordere Mitte stecken. Hier möchte ich noch an dieser Stelle sagen, dass der Stoff, den wir nutzen, eine sehr geringe Dehnbarkeit hat. Wenn ihr einen Stoff nutzt, der deutlich dehnbarer ist, dann kann es gut sein, dass ihr euer Bündchen noch etwas kürzen müsst, zum Beispiel um 10 oder 20% und ihr das Teil dann zusammennäht und dann in das Halsloch einnäht. Ich verteile jetzt hier die restliche Strecke meines Beleges auf mein Halsloch und arbeite da immer mit den Mitten. Dabei ist es sehr wichtig, dass der Beleg deutlich kürzer ist als der von dem Armloch, denn der soll sich noch ausdehnen, also wenn wir ihn gleich annähen, dann ziehen wir ihn auf die gleiche Länge des Halsloches und dadurch legt er sich dann besonders schön um unseren Hals oder dann auch eben um unser Armloch. Steckt jetzt also bitte einmal komplett ringsherum, rechts auf rechts, euren Beleg in euer Halsloch. Da wir die Strecke ja jetzt von unserem Beleg sehr gleichmäßig auf das Halsloch verteilt haben, ist es wichtig, dass wir jetzt beim Nähen immer an dem Beleg ziehen, weil dieser ja deutlich kürzer ist. Und wir ziehen immer genau auf die Länge, die wir auch haben bei unserem Oberstoff bis zur nächsten gesteckten Nadel. Das ist immer so ein ganz guter Orientierungspunkt. Und auch hier nähen wir jetzt wieder mit einem Stretch-Stich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch hier wieder die Overlock einsetzen. Ich nähe das also jetzt nach und nach an und ziehe immer beide Lagen auf eine Länge. Genäht wird auch hier wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Achtet beim Ziehen auch genau darauf, dass die beiden offenen Stoffkanten rechts schön miteinander abschließen, denn dann wird es am geradsten. Und dann nähern wir uns jetzt hier wieder dem Stück, wo wir angefangen haben und verriegeln dort. So, jetzt haben wir also den Beleg auf der einen Seite eingenäht, auf der anderen ist er noch offen. Wir haben ja schon eine Umbruchkante gebügelt und genau dort möchten wir den Beleg jetzt auch umschlagen. Und dann falten wir 1 cm von der offenen Kante ein zu der linken Stoffseite und stecken diese genau über der Naht, die wir da haben, fest, sodass die Naht komplett verdeckt ist. Ich nutze jetzt hier ein paar Quernadeln. So, und genau das mache ich jetzt mit der gesamten Strecke. Ich drehe mir das jetzt einmal um und mache dort weiter. Schlage also hier mein Bündchen einmal 1 cm um an der offenen Kante
und lege dann diese Bruchkante genau verdeckend über die Naht, die sich da befindet. Wenn die komplette Strecke dann festgesteckt ist, dann nähen wir einmal darum herum. Das zeige ich euch jetzt. Genäht wird weiterhin mit einem Stretch-Stich, denn wir möchten ja, dass unser Hals auch später durchpasst. Und wir nähen jetzt genau auf dem Beleg, und zwar nur so 1 mm rechts von dem Schatten der Naht entfernt, den wir da sehen, auf dem Beleg. Und auch hier nähen wir wieder einmal genau im Kreis. Während wir nähen, und wir nähen von der rechten Stoffseite aus, fassen wir unten im Inneren unseres Oberteils diese umgeschlagene Kante, die wir eben mit den Querstecknadeln festgesteckt haben, fest. Das ist ganz wichtig. Macht das ruhig langsam und guckt immer mal wieder, indem ihr den Stoff etwas anhebt vorne, ob ihr die Kante dann auch gleich weiterhin erwischt, und lasst die Quernadeln, wenn ihr möchtet, auch gerne stecken. Wenn ihr es noch etwas einfacher haben möchtet und sicher gehen wollt, dass ihr diesen Stoff auf der linken Stoffseite wirklich erwischt, denn das ist etwas die kniffligste Stelle hier, dann könnt ihr diese Naht auch gerne mit etwas Heftgarn und ein paar Handnähstichen heften. Das macht es dann noch einfacher. Wenn ihr einmal rum seid, dann könnt ihr wieder verriegeln, und dann machen wir das gleiche quasi nochmal, nur diesmal mit einer Füßchenbreite Abstand von unserem Schatten der Naht. Auch hier nähen wir genau einmal im Kreis. So, wenn wir dann wieder da angekommen sind, wo wir angefangen haben, dann sollte das Ganze so aussehen. Wir haben jetzt 2 parallel zueinander liegende Nähte genäht und dabei das Bündchen komplett fest angenäht. Wiederholt das Ganze jetzt bitte noch genauso bei euren Armlochbelegen. Und dann geht es noch an den Saum. Diese falten wir uns um zur linken Seite, und zwar um genau 2 cm, und da bügeln wir dann einmal scharf um die ganze Kante rum. Den umgebügelten Saum können wir uns dann auch von der linken Stoffseite immer mit ein paar Stecknadeln feststecken. Das hilft uns dann gleich beim Nähen. Und dann nähen wir auch hier genau einmal im Kreis. Wir nähen jetzt von der linken Seite unseres Tops aus. Und zwar nur so 1 mm von dieser Stoffkante entfernt, auf dem Saum liegend. Also die Kante wollen wir annähen, aber sie ist eben fast ganz am Rand eingefasst von unserer Naht. Und wenn wir einmal rum sind und dann verriegelt haben, dann machen wir das gleiche noch einmal. Und zwar wieder mit einem füßchenbreiten Abstand von unserer umgeschlagenen Kante. Ihr könnt das diesmal auch so wie ich hier von rechts nähen und das Füßchen einfach genau bei der Naht anlegen, die wir gerade gefertigt haben. Die linke Seite und Kante des Füßchens fährt also genau an der Naht entlang, sodass auch hier so 2 parallele Nähte entstehen, genau auch wie bei unseren Belegen.
Jetzt ist es so gut wie vollendet. Ihr solltet es jetzt noch einmal bügeln und uns unbedingt in den Kommentaren wissen lassen, für welche Farbe ihr euch entschieden habt und ob es euch Spaß gemacht hat mal wieder. Ich nähe jetzt hier nur noch das Stoffetikett ein in die hintere Mitte. Das könnt ihr auch sehr gerne machen mit ein paar Handstichen rechts oben und links oben. Und dann ist das Ganze beendet. Yeah, herzlichen Glückwunsch! Ja, das war's mit dem Basic Tanktop. Ein paar Nähte später und zack hat man was Neues zum Anziehen und es sieht auch noch so gut aus. Ich hoffe, es bringt euch wieder viele Komplimente ein und ihr werdet gefragt, wo hast du das her? Und ihr könnt sagen, ich habe es selbst gemacht. Das ist immer das coolste Gefühl überhaupt. Und ich bin ganz gespannt, welches Projekt ihr euch als nächstes aussucht. Schaut doch super gerne vorbei in unserem Shop und sucht euch euer nächstes Schnittmuster oder DIY-Set aus. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder gemeinsam nähen und ihr auch eure Resultate teilt unter dem Hashtag JulianaMatthäusonme. Und bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald.